useless. Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Frisbee Gaming. Und herzlich willkommen zur heutigen Folge und einem weiteren Equipment-Check. Heute werden wir uns anschauen, wie würde ich mein Open Field Equipment für Infanterieeinheiten von Step A, also vom Start, bis zum späteren Late Game aussehen lassen. Und warum würde ich es so gestalten? Hierzu werden wir wie im anderen Video in die Schmiede navigieren, um schauen zu können, was sind das für Equipment-Teile, die ich da eigentlich ausgesucht habe. So, nun kommen wir zu Set Nummer 1. Hier haben wir schon zwei verschiedene Sets. Ich würde mit dem rechten Set anfangen. Der Helm des Phönix. Warum habe ich ihn hier ausgesucht? Mir persönlich gefällt sehr gut, dass wir hier den Health-Stat haben, also den Lebensstat. Weil Leben ist mit der beste Stat, den wir in Rise of Kingdoms haben. Da gefällt er mir sehr gut und ich habe ihn hier gewählt, da ich aber denke, dass der Benefit für uns höher ist. Des Weiteren bekommen wir ihn aus den Barbaren-Camps und können ihn dadurch sehr, sehr leicht auf Special Talent bringen und damit einen höheren Bonus erhalten. Das zweite Teil am Anfangsset ist ein Teil, was ihr sogar relativ lang noch benutzen könnt, je nachdem wie ihr Blaupausen sammelt. Das Blessed Blade. Das Blessed Blade ist so interessant, weil da haben wir auch wieder Leben. Gerade am Anfang von den Infanterieeinheiten haben wir sehr viele Equipment-Teile, die Leben haben. Das macht es für Anfänger sehr, sehr leicht, vernünftige Stats für den Marsch aufzubauen. Auch hierbei handelt es sich um eine grüne Blaupause. Das heißt, wir bekommen sehr, sehr leicht mehrere von denen und können auch leichter ein Special Talent aufbauen. Bei dem dritten Teil handelt es sich weiterhin um ein grünes Teil. Hier haben wir die Infanteriebrustplatte. Die habe ich gewählt, da sie wirklich sehr, sehr günstig ist. Wieder grünes Material ist das Anfängerset. Ihr fangt an und wollt günstiges Equipment, was doch relativ gute Stats bietet. Da es grün ist, kann man es leicht critten und man hat dann auch wieder relativ vernünftige Stats für sehr, sehr wenig Investment. Die Handschuhe würde ich mir nur einmal kurz anschauen. Das sind die günstigsten, die wir im Spiel haben. Bringt 2% Verteidigung, graue Materialien, baut ihr mega schnell, also kann man mitnehmen, mehr aber auch nicht. Zur ersten Hose, die ich hier gewählt habe. Ich habe hier eine Attack-Hose gewählt, einfach nur, weil es das günstigste Anfängerset ist. Später würde ich mich nicht auf Attack bei Infanterie basieren, da sehr, sehr viele Teile wirklich mit Attack kommen im späteren Spielverlauf. Bei den Schuhen habe ich hier auch die günstigen genommen, wie Attack. Wie gesagt, am Anfang kann man das machen, weil man nicht so viele Materialien hat. Danach würde ich aber umschwenken. Und hier kommen wir auch schon zum Umschwenken. Unser zweites Set. Wir fangen mal diesmal mit der Waffe an. Wir haben eben gerade schon gesehen, okay, das Blessed Blade bringt schon Leben. Und gerade mit einem Crit da drauf, also mit einem Special Talent, bekommen wir 8% Leben von diesem Schwert. Und wenn wir nicht die Möglichkeit haben, das Schild hier mit Special Talent auszurüsten, solltet ihr auf jeden Fall das Blessed Blade anbehalten. Warum? Hier legt ihr deutlich weniger Materialien an, obwohl ihr die gleichen Stats bekommt. Warum solltet ihr das nicht tun, ist hier die Frage. Sobald ihr das Schild dann mit Special Talent erhaltet, tauscht ihr dieses einfach aus. Aber vorher würde ich euch unbedingt raten, lasst das Grüne drauf, dann könnt ihr diese Materialien schon in andere Märsche investieren oder andere Equipment-Teile. Mit einem Crit, mit einem Special Talent hier auf dem Schild haben wir insgesamt 10,5% Leben. Mega guter Stat und auch sehr, sehr lang im Spiel für mich persönlich nicht zu toppen als Infanteriespieler. Weil man möchte sehr, sehr viel Leben, man möchte tanky sein und der Lebensstat ist der uns den großen Unterschied bringt. Gerade bei diesen Einheitentypen. Nun kommen wir zum nächsten Equipment-Teil. Dem Helm. Bei dem Helm haben wir uns hierbei für einen entschieden, der relativ weit verbreitet ist. Das windgepeitschte Set ist ein Set, was man gerade am Anfang, wo Equipment rauskam, sehr, sehr häufig bekommen hat. Daher haben wir uns auch hierfür entschieden, da wir einen guten Wert von 4,5% Attack bekommen, zudem noch March Speed, was gerade in Modis wie Ark of Osiris oder generell auf der Map mit langsamen Infanterieeinheiten uns immer zugutekommt, schadet dieses Equipment-Teil nicht. Das nächste Equipment-Teil, das wir ausgewählt haben, ist auch wieder ein Teil dieses Sets. Bringt diesmal aber 4,5% Verteidigung. Des Weiteren aber auch wieder unsere 3% March Speed. Deswegen haben wir auch nicht nur im Vergleich zur Infanterie-Brustplatte, die grüne, 0,5% mehr Defense, sondern haben wir auch 3% mehr Marschtempo, was für Infanterietruppen sehr, sehr interessant sein kann. Bei den Handschuhen haben wir uns für Calvins Handschuhe entschieden. Warum haben wir das getan? Also, diese Handschuhe sind im Grunde das Bindeglied. Man bekommt wirklich richtig viele Stats für Handschuhe. Wenn wir uns jetzt mal die anderen Handschuhe hier anschauen, die Windgepeitschten, klar, die bringen uns March Speed. Aber die bringen uns nur 2,5% Stats. Bei den Calvins
bekommen wir insgesamt 5% Stats ohne Special Talent. Das ist mega gut und das ist schon fast so gut wie die Lila hier mit 5,5% Stats. Also, wirklich sehr, sehr gute Preis-Leistungs-Handschuhe, die ihr auch gut durch blaue Blaupausen-Fragmente erhalten könnt. Bei der Hose fokussieren wir uns wieder auf unseren Lieblingsstat, den wir schon kennengelernt haben. Karuaks Demut bietet uns wieder mal Leben. Und das nehmen wir mit. Diese Hose ist wirklich richtig cool, da sie auch im Late Game mit 10,5% Leben genauso viel bringt wie unsere Waffe. Das heißt, allein mit einem Special Talent Schild und Karuaks Demut mit Special Talent haben wir schon 21% Leben auf unserem Set. Nun zum nächsten Teil. Bei den Schuhen. Am Anfang haben wir gesagt, okay, wir wollen günstige Schuhe haben. Jetzt entscheiden wir uns für den besten Stat. Hierfür haben wir die scharlachroten Hunde genommen. Warum haben wir die genommen? Wie wir sehen, haben wir den Lebensstat. Es gibt auch andere Schuhe, die später interessant werden. Mir persönlich gefallen diese trotzdem besser und wir werden uns auch gleich anschauen, warum. Nun zum Set-Vergleich. Ich möchte euch nur einmal zeigen, diese Stats könnt ihr haben, wenn ihr ein Set komplett auf Special Talent bekommt. Und warum das so interessant sein kann, das werden wir gleich herausfinden, wenn wir uns anschauen, wie verändert sich der Kosten-Nutzen-Faktor, wenn man zu viel lila Gear übergeht. Hier sehen wir auf der linken Seite das Set, was ihr wirklich auch als normaler Spieler, als kleiner Spieler relativ zeitig erreichen könnt. Viele blaue Sachen, eine lila Sache, ist nicht besonders teuer. Blaupausen bekommt ihr durch Canyon, Barbaren-Keeps, Barbaren-Camps, ihr könnt ja überall was bekommen. Das gibt euch die Chance, diese Sachen sehr schnell auf Special Talent zu bekommen. Auf der rechten Seite hingegen haben wir sehr, sehr viel lila Gear. Das ist schwerer zu bekommen. Und wie wir an den Stats sehen, haben wir eigentlich, klar, wir haben ein Improvement, wir haben deutlich mehr Attack, wir haben etwas mehr Verteidigung, verlieren etwas Leben und eine Menge March Speed. Aber was sind die großen Vorteile, wenn man dieses lila Set hat? Man muss einfach sagen, overall gesehen, habt ihr bessere Stats. Aber ihr müsst euch einfach nur vor Augen führen, dass ihr mit dem Einsatz für dieses Set B, also dieses lila, hauptsächlich lila Set, was auch in dem Fall komplett auf Special Talent sein muss, was nicht so ganz einfach ist, müsst ihr so viel Materialien aufwenden, dass ihr 2 von den anderen Sets bauen könnt. Das heißt, wenn ihr noch nicht eure Märsche ausgestaltet habt, haltet euch an das linke Set A, wo ihr die Blaupause auch leichter bekommt, und baut lieber 2 davon, anstatt einen wirklich starken Marsch zu bauen. Wir reden hier über das Open Field. Im Open Field wollt ihr viele Märsche haben. Bei Garrison oder ähnlichen sieht das schon wieder anders aus. Wenn ihr Garrison seid oder auch ein Rally Leader, dann schmeißt ihr erstmal alles, was ihr habt, in einen Marsch. Aber da wir uns hier auf Open Field beziehen, gehen wir ganz stark davon aus, dass wir uns sehr auf Leben fokussieren. Und daher würde ich euch raten, baut auf Set A hin und überlegt euch wirklich gut, ob ihr dann zu Set B übergehen wollt. Das solltet ihr nur machen, wenn ihr schon eine breite Masse an Märschen ausgerüstet habt. So, werte Freunde, das war hier meine Übersicht zu den Infanterie-Märschen. Wie ihr seht, kann man auch mit wenig Investitionen einen richtig coolen Marsch fürs Open Field bauen. Solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu anderen Infanteriemärschen haben oder zum Equipment, schreibt das gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.